Ich bin da, direkt am Nordseestrand. Urlaub in Dänemark. Für mich beginnt die Erholung bereits hinterm Deich. Also das Wetter kann sich ja heute nicht entscheiden, ob Sonnenschein oder Wolkenbruch. Aber ich finde dafür, ja, eine ganze Menge an Leuten unterwegs. Na dann, auf ins Camperabenteuer. 5 Tage bin ich in Dänemark unterwegs, von der Nord- bis zur Ostsee. Ich bin mit dem E-Camper unterwegs. Ist das eine gute Alternative oder reicht mir als Anfänger eigentlich schon Camping als Herausforderung? All das jetzt bei Was kostet Urlaub in Dänemark? So weit im Norden muss ich natürlich mit allen Wettern rechnen und mit frischen Eindrücken. Oh, alles klar. Nee, ist angenehm, ist eine angenehme Temperatur, aber ich möchte an der Stelle allen Menschen, die hier im Wasser sind, möchte ich Respekt zollen. Die Nordsee ist eben nicht so warm wie das Mittelmeer. Meine Reise beginnt im Westen Dänemarks in Blavand, einer der beliebtesten Urlaubsorte des Landes. Wo kommen Sie her? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Genau. Und warum gerade nach Dänemark? Ach Gott, ich bin früher oft an die Nordseeküste gefahren und jetzt haben wir gedacht, jetzt suchen wir mal was Neues aus und Dänemark war dann das nächste Land, das gekommen ist. Darf ich fragen, mit was kalkulieren Sie so für eine Woche? Ach Gott, da sind wir irgendwo um die 2000 Euro rum. Zu viert? Zu viert, genau. Ja, oh, das ist aber eigentlich das ist okay, oder? Ja, aber da haben wir noch nicht gegessen und haben auch das Mietauto Ach nicht so. bezahlt. Das kommt noch oben drauf. Ist ganz okay, aber stimmt schon, ja. Aber für das Ferienhaus, finde ich, ist ganz okay. Also Super. Für Schweizer Verhältnisse würde ich sagen. Ja, stimmt. Da ist man ja okay, das sind wir Deutschland nicht gewohnt. Die Urlauber am Strand erzählen mir von ihren Ferienhäusern. Rund 1000 Euro bezahlen die meisten dafür pro Woche. Das ist viel Geld, die Häuser bieten aber auch reichlich Platz für die komplette Familie. Fast 20 Millionen Übernachtungen verbrachten Deutsche vergangenes Jahr in Dänemark, 15 Millionen davon in Ferienhäusern. Ich steuere mal einen Campingplatz an. Jetzt komme ich mir ganz klein vor mit meinem Campervan, neben den großen Schiffen hier. Diesen Campingplatz empfehlen alle Reiseführer. Woran erkennt man, dass es ein riesiges Feriendorf ist, dass einfach 1, 2, 3, 6 Kolleginnen an der Rezeption arbeiten? Ich habe einen Stellplatz mit meinem Campervan. Ja. Wie viele Stellplätze gibt es denn hier? Wir haben so ungefähr 800 Stellplätze. 800, okay, Wahnsinn. Was gibt es denn da für Unterschiede? Ja, also Sie haben einen Komfortplatz, das ist mit Wasser und Abwasser direkt am Wagen. Dann haben wir ganz normale Standardplätze mit Strom- und TV-Anschluss. Und Luxusplätze haben wir auch ein Stück größer. Und dann haben wir auch welche mit eigenem Bad drauf. Die sind leider alle weg. Okay, schade. Was sind denn Luxusstellplätze? Also was ist da so Luxus? Ja, die sind einfach nur größer. Und einige haben dann eigene Bad und auch sogar einen Whirlpool. Ein Whirlpool? Ja. Auf dem Gelände oder was? Genau. Ach, was für ein Jacuzzi auf dem Campingplatz. Ja. Nicht schlecht, okay. So, klappt das hier? Mit meinem Armband kann ich die Schranke öffnen. Jawohl. Juhu. Meinen Stellplatz muss ich aber selbst finden. Ganz schön viele Reihen. Immerhin viel Platz. Ich habe einen Komfortstellplatz und der kostet mich 143 Euro für einen Tag. Da kann ich mich aber nicht beschweren. Das letzte Mal auf so einem Campingplatz, da musste ich richtig eingewiesen werden, wie am Flughafen. Hier überhaupt keine Probleme. Ich muss mich natürlich jetzt noch ein bisschen häuslich einrichten. Ah, okay. Es werde Licht. Sehr gut. Oh. Ich habe wirklich nur auf den Startknopf gedrückt. Das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders. Hauptsache, das Zeltdach ist in Ordnung. Mein Bett. Ja, funktioniert. Ah, hier kommt auch Luft durch. Sehr schön. Ich finde hier oben eigentlich recht geräumig. Für mindestens eine Person super. 2 Personen wird schon sehr, sehr kuschelig. Aber ich glaube, man kann unten auch noch ein Bett aufbauen. Jetzt ernst gemeinte Frage an alle, die wirklich viel Campererfahrung haben. Nimmt man da wirklich wie ich seine eigene Bettwäsche mit? Weil ich habe drüber nachgedacht, soll ich einen Schlafsack mitnehmen oder die Bettwäsche? Dann habe ich mir gedacht, nö, soll ja auch ein bisschen schön sein, ich nehme die Bettwäsche mit. Aber jetzt denke ich mir, macht wahrscheinlich keiner, oder? Naja, lerne ich noch. Die Sache mit dem Strom bei einem Stromcamper.
merkwürdig. Also, der Nachteil, ich kann mein Auto hier nicht laden. Der Vorteil ist, ich habe natürlich hier Standstrom. Das heißt, ich kann Kühlschrank darüber laufen lassen, Licht, auch Elektrogeräte laden. Nur der Akku lädt nicht, aber der ist noch voll. Strom fließt, Wasser auch. Mein Zeltplatz ist direkt an einer Zapfsäule. Das spart natürlich viel Lauferei. Moin, hallo. Und ich habe Zaungäste. Das ist aber auch gemein, ne? Wenn so viele Leute dann auch noch zugucken und dann auch noch mit der Kamera. Ja, ich finde es gut, dass mal einer sagt, Johannes, Tag. Das ist so fies. Ich muss mir das hier arbeiten, bin völlig ahnungslos und die haben nur Spaß. Ja, so ist das. So ist das im Real Life, im Testing Life. Ja, das stimmt. Nicht fake, nicht geskriptet. Ja, ihr seid aber richtig gut ausgestattet, oder? Ja, ja. Das ist in dem Moment, wo man natürlich häufiger sowas nutzt und seine Ferien verbringt, ja, dann versucht man das nicht nur Camping, sondern auch so ein Stück weit Glamping aufzubauen. Wie oft seid ihr unterwegs mit eurem Gefährt? Tatsächlich nutzen wir es in der Regel nur für die Ferien. Seid ihr zum ersten Mal hier, oder? Nee, tatsächlich haben wir uns so ein Stück weit in den Platz verliebt. Dieses All-Inclusive. Das heißt also, bei vielen Plätzen ist es so, dass wenn die Kinder zum Trampolinland oder zum Fußball oder sonst irgendwas wollen, dann bezahle ich immer etwas dazu. Zahle Mann und Söhne, gell? Immer, ja. Das ist immer natürlich, wenn die Kinder eben dann sagen, Mensch, ich möchte noch mal dies, ich möchte noch mal gerne das. Ja, hier hast du die freie Auswahl. Und für die Eltern ist natürlich alles direkt mit der Nordsee, direkt vor der Tür, ob das Spazierengehen ist. Jetzt gerade kommen wir vom Bikepark, der von hier aus 8 Kilometer entfernt ist. Und so, dass auch die Natur so ein Stück weit wieder gelebt werden kann. Ne? Mit was rechnet ihr so für euren Urlaub hier, wenn ihr hier auf dem Platz seid? Finanziell meinst du? Ja. Boah. Man muss es ja immer so ein bisschen aufteilen. Also man teilt sich das natürlich auf. Dänemark ist ein bisschen teurer als Deutschland, muss man dazu wissen. Also von Lebenserhaltungskosten und so. Man kann aber schon sagen, dass man so um die 300 € für Lebensmittel irgendwo so in der Woche irgendwo einplant. Oftmals ist es so, dass man vielleicht das eine oder andere auch von zu Hause eben mehr mitnimmt, als wenn man jetzt Holland oder Deutschland eben campt. Ansonsten hat man natürlich die Platzgebühren halt. Aber das geht noch. Für euch als erfahrene Camper, das passt schon hier alles. Das taugt schon. Ist schon nicht ohne Grund ein 6-Sterne-Campingplatz. Bitte schön. Danke. Oh, guck mal. Sogar ein dänisches. Na klar. Ich fühle mich so ein bisschen jetzt von dir, und das meine ich total sympathisch, auf diesem Campingplatz in Sachen Camping and Jungfert. Scott. Danke dafür, Scott. Zeit für einen Rundgang. Mein Campingplatz kostet viel und bietet viel. Auch verschiedene Hütten für Nicht-Camper und verschiedene Bereiche, die so gar nicht nach Camping aussehen. Das ist total skurril. Du bist hier auf einem Campingplatz, du läufst 100 Meter, bist in einer völlig anderen Welt. Jetzt sind wir hier quasi im Wilden Westen. Gut, ich bin im Westen von Dänemark, aber für Cowboys und Prärie ist unser nördlicher Nachbar eigentlich nicht bekannt. Stockbrot, Lagerfeuer, Westernmusik, was es hier alles gibt. Es gibt hier halt sogar eine Trampolinhalle und dann verstehe ich natürlich auch die Faszination, weil Mama und Papa können hier hinkommen, können Musik hören, können was essen und die Kids, zack, ab in die Trampolinhalle und plötzlich haben auch die Erziehungsberechtigten Urlaub. Den Sonnenuntergang gibt es für mich dann wieder auf dem Campingplatz. Gut so, denn es fängt an zu regnen. Zeit, mich und den Camper schlaffertig zu machen. Das wird meine erste Nacht da oben. So, es wird jetzt ungemütlich. Ich starte meine erste Nacht im Camper. Gute Nacht. Ich habe gut geschlafen und bin jetzt in einem der abschließbaren Badezimmer vom Campingplatz. Toilette, Dusche, Waschbecken und richtig viel Platz. Alles meins, ohne zu warten. Die anderen schlafen allerdings auch noch. Ich mag das ja, wenn morgens so der Campingplatz langsam wach wird. Und ich will mir noch eine Sache anschauen, weil die drin ist in meinem Stellplatzpreis. Und zwar das Schwimmbad, dieses Badeland. Schwimmen ist wie die Tobe- und Trampolinhalle und die Westernstadt in meinem Stellplatzpreis mit drin. Auch das macht sich im hohen Preis für einen Campingtag bemerkbar. Also, das ist natürlich jetzt kein Riesenschwimmbad, aber es sieht mir recht neu aus, gepflegt. Hier ist eine Rutsche mit drin für Kids und vor allem ist es im Preis inklusive.
Ich glaube, da kann keiner meckern. Jetzt erstmal Frühstück. Gegenüber gibt's einen kleinen Supermarkt. Also, ich brauche Brötchen zum Frühstücken. Ich will unbedingt einen Kaffee trinken. Ohne Kaffee geht's gar nicht. Und ich will noch ein paar Würstchen mit einpacken, um grillen zu können die nächsten Tage. Es gibt alles, was ich als Camper brauche oder vergessen habe. Jetzt habe ich hier 5 Würstchen, die kosten 40 Kronen. Das sind umgerechnet so 5 Euro. Das sind keine Tankstellenpreise, keine Discounterpreise, aber geht in Ordnung. Zumal Dänemark auf alles, also auch auf Lebensmittel, 25% Umsatzsteuer erhebt. Die Lebenshaltungskosten sind dadurch deutlich höher als bei uns. Aber das sieht alles so lecker aus. Das ist halt ein richtig guter Bäcker, fast schon eine Konditorei. Ich habe gedacht, naja, die backen hier ein paar Fertigbrötchen auf und verkaufen die für eine gute Marge. Aber nee, Angebot ist super, kann man nichts sagen. 15,90 € für 4 Brötchen, Marmelade, Schokolade, Kaffee und Würstchen. Es hat zwischenzeitlich ordentlich geregnet und typischer Camperfehler: ich habe natürlich alles draußen stehen lassen. Auch mein Zeltdach ist noch ausgeklappt. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Es hat richtig geregnet, das heißt, hier mein Dach ist natürlich auch feucht geworden und ein bisschen nass. Wenn ich es einklappe, ist natürlich mit der Feuchtigkeit super bescheiden, aber ich kriege es jetzt auch nicht ganz trocken. Eigentlich müsste ich warten, aber ich habe auch keine Zeit, weil ich muss jetzt vom Platz. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mein Nachbar Dirk von gegenüber kennt sich aus. Er empfiehlt mir, das Zelt möglichst bald wieder auszuklappen. Dann kann es trocknen. Schimmel gibt es erst nach einer längeren Zeit. Ich kann also mit gutem Gewissen einpacken und den Platz verlassen. Das muss ich auch. Es ist wie im Hotel. Bis 11 Uhr auschecken. Ab Richtung Ostsee. Ich muss eine Sache noch unbedingt ausprobieren, solange ich hier an der Nordsee unterwegs bin, weil hier weht immer ein schön raues Lüftchen. Und gerade die Westküste, die ist natürlich prädestiniert für eine Sache, und zwar Wassersport. Nicht ganz eine Stunde ist es bis zum Ringkøbing-Fjord. Hier gibt es viele Wassersportschulen. Ich bin bei Emil und probiere Wingfoil aus. Soll ich? Ja. Na dann. Das ist quasi mein Warm-up. Wingfoil ist Surfen mit einem aufblasbaren Segel. Also wenn ich die linke Hand langsam nach vorne mache, dann bewegt er sich noch nicht. Das ist der normale Modus. Ja. Wenn ich aber ein bisschen drücke und dann arbeitet der Wind und dann geht's los. Ja, okay. Dann geht's los. Dann geht's los. Good. And then with your right hand on the wing. Emil ist der Sohn vom Chef. Er versteht alles, was ich sage und antwortet auf Englisch. An unserer Kommunikation liegt es aber nicht, dass ich mehr die Nordsee teste als das Board. 96 € kostet der einstündige Anfängerkurs. Viel Geld, aber auch Einzelunterricht. Damit sind meine 2 Tage an der Nordsee schon rum. Großartige Gegend, in der ich viel erleben konnte. Nicht umsonst ist diese Region die beliebteste bei deutschen Urlaubern. Je weiter es Richtung Osten geht, desto weniger deutsche Kennzeichen sehe ich. So, mein nächster Stellplatz ist in Billund. Da stehe ich auf so einem alten Bauernhof. Das sind von hier jetzt noch, lass mich gucken, sind noch 57 Minuten und ungefähr 63 Kilometer. Ich habe noch an Reichweite 176 Kilometer. Die Batterie ist noch knapp über der Hälfte. Und das Tolle ist, ich kann bei meinem Navi hier eingeben, mit welcher Kraftstoffart ich unterwegs bin. Ich natürlich Elektro. Das heißt, das Navi spuckt mir den kürzesten Weg aus. Okay, paar 60 Kilometer müsste aber locker reichen. Weiter geht es in die Mitte von Festland Dänemark. Rechts und links der Straße sind eigentlich nur Felder und Bauernhöfe. Einen davon steuere ich an, in Billund. Dort ist ein offizieller Camperparkplatz. Lisbeth und Jürgen betreiben den neben ihrer Arbeit in der Stadtverwaltung. Ja. Die Preise steht da und dann müssen wir ein gelbes oder ein blaues oder grünes Ticket nehmen. Das heißt, der Gast komplett Self-Check-In, kümmert sich um alles und bezahlt auch selbstständig. Es gibt keine Kontrolle.
keine Kontrolle. Das heißt, ihr müsst richtig vertrauen. Ja, Okay, so you have to trust your client. ganz bestimmt. Und Aber es funktioniert. es funktioniert. Ja, das finde ich ja glauben wir. super. Das glauben wir. Platz Nummer 17. Ach, hier TV Ja, das Johannes. ist TV Johannes. Hier steht's. Platz 17. Ich habe auch reserviert. Das ist ja super. Ja. Oh Gott, ich finde das so schön sympathisch, wie das hier noch läuft. So schön pragmatisch. Hier werden die Tickets hingelegt. Jeder kommt, jeder ist ehrlich und bezahlt das, was er auch braucht. Und es funktioniert. Dieser Campingplatz ist natürlich nicht vergleichbar mit dem von der Nordsee. Trotzdem ist der Platz ausgebucht. Hoffentlich müssen nicht alle gleichzeitig auf Toilette. 2 Duschen, eine Toilette. Das ist auf jeden Fall eine knackige Geschichte für 30 Stellplätze. Aber gut, wer dringend Pipi muss, der muss in den Wald. Die anderen Camper haben eine Bordtoilette, ich habe mein Zeltdach. Bis morgen. Offiziell ist das ein Parkplatz. 15 € kostet die Nacht. Strom und Wasser jeweils 5 € zusätzlich. Absolute Ruhe inklusive. Zweite Nacht im Camper, wieder gut geschlafen, wieder mindestens 7 Stunden und das erste Mal die Sonne über Dänemark. Der Autocamperplatz ist auch deshalb so beliebt, weil er direkt am Rand von Billund liegt und dieser Ort in Dänemark untrennbar mit einem Spielzeug verbunden ist. Das Legoland liegt genau auf meiner Route. Klar muss ich da rein, wie wohl jeder Urlauber, der in Süd- und Mitteldänemark Ferien macht. Spaß auf die ein oder andere Weise. Der Eintritt kostet mich 44 €, aber auch nur, weil ich online einen Tag vorher gebucht habe. Direkt am Park ist es teurer. Mein Camper war draußen an der Ladesäule. Also ich habe das Auto jetzt geladen. Problem ist, das war keine Schnellladesäule. Ich bin jetzt bei einer Reichweite von 100 Kilometern. Problem ist, in Anführungszeichen, mein nächstes Ziel ist 174 Kilometer weg. Ich hätte vielleicht noch so 2, 3 Achterbahnen fahren sollen. Bedeutet für mich, es geht noch nicht weiter. Ich muss zur nächsten Schnellladesäule. Und die muss ich erstmal finden. Vor allem eine freie, denn Schnellladesäulen sind eben auch schnell belegt. Ja, da vorne steht es auch. Fast Charger, maximal 45 Minuten. Ich hoffe, es geht schneller. Es ist tatsächlich so bei diesen Schnellladestationen, da muss man das Kabel immer benutzen, was dabei ist, weil das funktioniert mit Gleichstrom und das, was ich im Auto habe, mit Wechselstrom. Ich will schnell laden, das heißt, ich brauche die volle Power und hier kommen 150 Kilowatt raus und damit sollte das Auto hoffentlich schnell geladen werden. Ja, so, Auto lädt und das ist das jetzt, was die Menschen wohl... Was macht man, wenn das Auto lädt, wenn man ein E-Auto fährt? Pause machen. Okay, Pause machen, Kaffee trinken. Klingt nach einer total guten Idee. Rund 50 € kosten mich der Schnellladevorgang und das langsame Laden von vorhin. Dafür soll mein nächster Stellplatz mal umsonst sein. Die Pause hat auf jeden Fall einen kleinen Vorteil und zwar kann ich die Zeit nutzen. Ich brauche nämlich noch für heute Abend einen Stellplatz und jetzt war ich auf einem großen Campingplatz, auf einem kleineren. Heute Abend habe ich mir was vorgenommen. Ich will in die Wildnis. Richtig schön nah dran, irgendwie an der Ostsee, nichts um mich drum rum. Und ich habe hier eine coole App. Hier gibt es zum einen offizielle Stellplätze, aber hier konnten die Camper auch selbst Bilder einstellen und Tipps geben. Und ich glaube, der hier ist ganz cool. Der ist direkt an der Ostsee. Da ist nichts außer ein paar Schafe. Und hoffentlich ich heute Abend. Ich und die Schafe. Nach rund 30 Minuten ist mein Akku voll. Die lange Strecke bis zur Ostsee kann kommen. So ein Camperleben findet natürlich auch auf der Straße statt. Also Augen auf bei der Routenwahl und möglichst nicht die Autobahn nehmen. Anderswo gibt's mehr zu gucken. Ich fahre bis in die Bucht von Ebeltoft an den Knebelstrand, eine sehr beliebte Urlaubsregion. Das Besondere, viele Wege führen direkt ans Wasser. Ich glaube, ich stelle mich ganz vorne hin. Dann bin ich so ein bisschen für mich, kann so ein bisschen mein Ding machen, kann alleine vor mich hinschnarchen. Der Platz direkt am Wasser kostet mich nichts. Wildes Campen ist in Dänemark übrigens nicht erlaubt. An diesem Strand macht die Gemeinde eine Ausnahme.
Ich habe es mir genau so vorgestellt. 4, 5 Meter weg, direkt an der Ostsee mit dem Camper. Als ich am Anfang der Reise an Urlaub in Dänemark mit dem Camper gedacht habe, da war genau das war das Bild, was ich so im Kopf hatte. Und ich bin fast alleine. Fast. Ich hole das Nötigste aus dem Wagen. So langsam kommt die Routine. Ich stelle aber auch fest, es macht gar nichts aus, wenn es länger dauert. Bisschen viel Gas. Es braucht alles seine Zeit. Es dauert ein bisschen, aber so ein Campingurlaub, der soll ja auch entschleunigen. Und da muss man warten, auf den Stellplatz warten, bis die Toilette frei ist und eben auch auf seine Wurst warten. Gut, dass ich mir auf dem Luxusplatz noch Würstchen und Brot gekauft habe. Hier gibt's weit und breit keinen Supermarkt. Und natürlich wird draußen gegrillt. Ich will ja nicht, dass mein Schlafsack nach Bratwurst riecht. Das ist wie mit dem Wein, den man im Urlaub trinkt. Der schmeckt immer am besten. Und das ist wahrscheinlich die beste Bratwurst, die ich seit langem gegessen habe. Naja, vielleicht ist auch der Ausblick schuld. Mit dem Blick auf die Ostsee kann ich sehr gut schlafen. Mit dem nächtlichen Gewitter hatte ich so meine Schwierigkeiten. Vielleicht hätte ich doch lieber unten schlafen sollen. Das war echt eine Nacht. Es hat so gestürmt. Ich habe kurz gedacht, oben in meinem kleinen Zelt, das Auto fliegt weg. Aber es war überraschenderweise wirklich winddicht. Jetzt muss ich nur noch wach werden. Ich habe aber eine Idee, wie das klappen könnte. Die Ostsee hat heute Morgen so ungefähr 16 Grad Wassertemperatur. Ist das angenehm? Jetzt bin ich wach und kann in den Tag starten. Diese Mopeds sind jede Aufnahme wert. Sie gehören Knotti, der damit Ausflugstouren veranstaltet. Das sind solche wunderschönen Zweitakter, das ist ja Wahnsinn. Ja. Wie funktionieren die? Das ist bei mir so lange her. Ja, Wie funktioniert's? Das ist kein Problem, das zeige ich dir. Bitte hinsetzen. Ja, okay, alles klar. Gas geben hier. Kupplung. Und Gang rein. Ab geht das Fahrvergnügen mit dem 70er-Jahre-Charme im Easy Mini-Rider-Stil. Oh, ich habe so Bock, das Wetter ist traumhaft. Und ich habe mir sagen lassen, wir fahren jetzt quasi in die Schweizer Alpen von Dänemark. Mal gucken, ob es stimmt. Genau genommen sind es die Molsbjerg. So heißt die Gegend rund um Ebeltoft. Das ist so geil, wie schön das knattert. Ich liebe das. Knotti hat die Mopeds überall in Europa gekauft und restauriert. 60 € kostet die zweistündige Tour. Rennfeeling inklusive. Bergetappe, Bergetappe. Bist du zu schwer, ist das Moped zu schwach. Oh Mann, sie ist so schnell. Oder mein Pommeskonsum zu hoch. Ah, she's too fast. Ja, lidt længere. Ja, og det er fint der, bare stop der. In den Helmen ist eine Freisprecheinrichtung. Wir sind alle miteinander verbunden. So kann mir Knotti die Wildpferde am Straßenrand zeigen und erklären, dass wir gerade an einer der höchsten Stellen Dänemarks ankommen. Ja. Ich liebe einfach alles daran. Ich liebe den Geruch, ich liebe die Geräusche und die Landschaft war wunderbar. Du hattest die Wildpferde, du hattest diese schönen, fetten, zufriedenen dänischen Kühe. Das war einfach ein richtig schöner Ausflug. Im Sommer ist die Gegend um Ebeltoft eines der Top-Reiseziele für die Dänen selbst. Ebeltoft liegt im Osten von Festland-Dänemark, in der Nähe von Aarhus. Die Einheimischen erkennen deutsche Touristen schnell an Softeis und Pölser. Auch das ist Dänemark. Pölser, dänischer Hotdog.
Direkt am Yachthafen der kleinen Stadt gibt es einen Campingplatz. Genau der richtige Anlaufort für einen Camper wie mich. Wird auch Zeit. So langsam wird es Abend. Im Internet stand, hier ist irgendwie Selbstbedienung, also Self-Check-In. Billet, Kobes, Wett, Ankommst, Inklu, Wann, Ok, Tonning, Af, Tank. Meint wohl irgendwas mit Automat. 28 € kostet der einfache Stellplatz. Wohnmobil mit Strom und Dusche. Ah, verstehe, okay. Ich habe bezahlt und genau mit dem Code komme ich jetzt eben auch rein in die ganzen sanitären Anlagen. Im Ort gibt es tolle Fischlokale. Wie vieles in Dänemark etwas teuer, aber wahnsinnig lecker und mit interessanten Tischnachbarn. Oh Victor, Glocken erschlagen sie. Die Nachtwächter sind in den Sommermonaten unterwegs. Eine Stimmung wie im 14. Jahrhundert. Ich finde das total witzig, wie sich alle Urlauber sofort anschließen und alle so mitpilgern. Schön. Mit Sonnenuntergang geht's ins Bett. Ebeltoft ist eine der ältesten Städte in Dänemark und ein Highlight der Stadt, das kann man schon von Weitem sehen, das ist dieses Schiff hier aus dem 19. Jahrhundert. Eine Fregatte mit echtem Knalleffekt. Jeden Mittag um 12 Uhr. Christoph betreut deutsche Urlauber und kennt jede Planke. Oh, das war ja viel lauter, als ich gedacht habe. Ja, also oh, das ist einmal durch den Körper durchgefahren. Sicherheitshalber. Wahnsinn. Und das war jetzt aber wenig Pulver. Ja, das war also nur so ein kleines Säckchen. Nicht? Das war die Touristenvariante. Ja, so, oh, hör mal. Sonst sind es also richtig so ein Sack voll. Nicht? Und den wurde von dem Mast vorne von den Schiffsjungen zu den Kanonen geschleppt. Die rasten immer rauf und runter. Die nannte man Pulveraffen. Wer wissen möchte, ob in ihm ein kleiner Matrose steckt, kann mit einem Beiboot der Fregatte in See stechen. Hallo. Jetzt fahren wir quasi eine Runde mit dem kleinen Bruder. Umgerechnet 13,59 € kostet der einstündige Segelturn durch die Ebeltofter Bucht. Wer mag, kann den 3 Skippern zur Hand gehen. Ein Feeling wie vor 160 Jahren. Auf deine Seite? Ja. Okay, ich komme. Ich glaube, es geht. Ich glaube, so geht's. Ja. That's like an 8. Geschafft. Alle Segel gehisst. Choose your destination. Where do you want to go? England is possible. Wo können wir noch mit dem Seeweg hin? England können wir ansteuern. Was können wir noch ansteuern? Sweden. Oh, let's go to Sweden. Am Ende wird's nicht Schweden oder England, sondern nur der Hafen zurück. Tag vor Touren. Ja. Tag vor Touren. Ich danke dir für diesen schönen Ausflug. Ja, das hat mir und danke Spaß für die ganze gemacht. Information, mein Lieber. Tschüss. Ciao, ciao. Mit der Segeltour endet auch meine Campingtour. Je weiter ich nach Osten gekommen bin, desto idyllischer wurde es. Auch das Wetter wurde immer besser. Die finanzielle Bilanz der E-Camper-Reise kann mit einem Ferienhaus mithalten. Wagenmiete für eine Woche, Strom und Stellplätze machen zusammen knapp 1.300 €. Dafür hatte ich mein kleines Häuschen immer bei mir. Und ich habe viele spannende Einblicke bekommen in das Leben anderer Camper und die Ausblicke an Nord- und Ostsee habe ich ebenfalls genossen. Eine Woche mit dem E-Camper durch Dänemark. Ich bin total glücklich, dass ich diese Reise gemacht habe, muss aber zugeben, ich bin auch ganz froh, dass es eben nur die eine Woche war, weil ich mich zwar wohlgefühlt habe in meinem Camper, aber, Achtung, persönliche Meinung, für mich hätte er ein bisschen größer sein können. Ich hatte immer total das Chaos im Camper, musste Sachen von links nach rechts räumen und wieder zurück. Liegt aber an mir, ich bin Camping-Anfänger, ich muss da arbeiten an meiner Struktur, werde ich mir vornehmen fürs nächste Mal. An der Stelle sage ich danke fürs Dabeisein, das war Was kostet Urlaub in Dänemark, bis zum nächsten Mal und tschüss.